Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2023 am Stand von Umentum. Und bei mir ist natürlich Clemens Kircher, Hallo. der Kopf hinter dem ganzen Spaß. Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja, wir haben einiges zu gucken. Also ich bin der Clemens und ich habe eine Firma, die heißt Kircher Solutions. Und ich habe eine Marke, das ist Umentum. Über Umentum machen wir unsere eigenen Lastenfahrräder, die ihr aus dem Video von letzten Jahr vielleicht schon mal vorgestellt bekommen habt. Verlinke ich jetzt hier oben irgendwo, genau. Ja, genau. Danke. Und also Kircher Solutions macht eher so gewerbliche Sachen, Entwicklungszeug oder wir helfen bei der Umsetzung von verschiedenen Sachen oder kaufen was ein. Wie zum Beispiel die TU Freiberg gerade, die hier mit bei uns am Stand ist. Die hat nämlich was total Interessantes, wo wir ein bisschen in der Fertigung mithelfen dürfen. Das will ich euch mal zeigen. Die TU Freiberg hat ein Forschungsprojekt von einem Longtail, was 3 Räder braucht, damit es selbstständig irgendwie einparken und ausparken kann. Deswegen ist das hier vorne ein ziemliches technisches Ungetüm. Aber wir haben einen ziemlich coolen Rahmen, der sehr leicht optimiert ist. Der wiegt nur 4 Kilogramm. Und wir dürfen jetzt helfen, 6 von diesen Rahmen noch herzustellen, um das Projekt zu vergrößern. Und ihr habt richtig gehört, wir dürfen helfen herzustellen. Das heißt, wir können dabei ein bisschen zeigen, dass wir nicht nur Fahrräder in Asien fertigen lassen können, sondern selber auch schweißen können. Das hilft in der Entwicklung, wenn man seine eigenen Prototypen schweißen kann oder verschiedene Änderungen machen kann. Und wenn man so ganz kleine Serien in irgendeiner Form mit unterstützen kann und sowas hier schweißen kann. Bildet auch vielleicht eine ziemlich coole Basis für zukünftige Longtail-Cargo-Bikes, wo man so Erfahrungen aus solchen Ideen vielleicht in irgendeiner Form übernehmen kann. Das so als kleines Randobjekt und jetzt gehen wir mal zu den eigentlichen Umentum-Themen über. So, also wieder zurück zu unserem blauen 1890, was wir hier am Stand stehen haben. Diesmal mit einer Rohloff. Das haben sich einige Kunden gewünscht. Die haben wir wunderschön integriert mit Kettenspanner. Wir können natürlich bei unserem sportlichen Modell jetzt nicht die Ausfallenden verschieben und haben auch keine Öffnung für einen Riemen. Aber wer das alles nicht braucht, findet mit einer Rohloff eine coole Schaltung, um da draußen ein Reiserad zu machen. Denn das ist auch einer unserer gedachten Einsatzbereiche von dem Lastenrad. Leicht und ja, ohne viel zusätzlichen Ballast. Trotzdem einiges für eine Radreise mitnehmen zu können. Und was wir als nächstes haben, den Neodrives Motor als Heckmotor mit BMZ-Batterie, auch schön integriert. Und somit können wir jetzt dem Kunden vor die Wahl stellen, ob er den Pendix Mittelmotor nimmt oder den Neodrives haben möchte. Das Ganze hat den riesen Vorteil, dass jeder diesen Rahmen kaufen kann und irgendwie so aufbauen kann, wie er möchte. Wenn er es schnell und sportlich haben will und trotzdem eine Unterstützung braucht, kann er den Neodrives nehmen. Wer dieses Mittelmotorkonzept braucht, weil er sehr steile Rampen immer hat, kann den Pendix nehmen. Und wer in flachen Städten unterwegs ist, kann sich das auch sowieso überlegen, eine Unterstützung zu nehmen, weil das Rad so sportlich ist, dass man in der Regel nach Durchbrechen der 25 km/h Marke mit relativ wenig Aufwand weiter die 6, 7, 8, 29 km/h weiterfährt und dann komplett unterstützungsfrei. Und dann kann man eigentlich auch den Motor zu Hause lassen. Jetzt ist ja 2023 und wir haben jetzt die 3. Generation von unserem Rahmen, den A3. Der unterscheidet sich vom letztjährigen Modell eigentlich nur in einer Änderung. Und zwar der Torbogen, so nennen wir hier dieses Vorkonstrukt, ist etwas breiter geworden und verjüngt sich nicht mehr so wie beim A2-Modell, dass man dann hier irgendwie möglicherweise mit Ladung anstößt, sondern gibt das hier schön frei, dass man eine durchgängige Breite der Ladung an der Stelle hat. Was hilft, wenn man ein bisschen sperrigere Sachen mit reinbringen möchte oder Kisten mit integrieren möchte, hat man da jetzt mehr Platz. Und was auch noch für mehr Netto vom Bruttovolumen des Cargo sorgt, ist die innen verlegte Seilzuglegung, die wir anbieten als Option. Da passen wir jeden Rahmen dann nach und nach
bei uns nachträglich an. Das heißt, alle Rahmen haben prinzipiell außen verlegte Züge oder sind dafür vorbereitet. Und wenn der Kunde das wünscht, bohren wir die Löcher und in dem richtigen Winkel, dass es da keine Reibereien gibt, und bauen den Rahmen quasi um auf innen verlegte Züge. Und das sorgt dann nochmal für mehr Netto vom Brutto, weil dann hier nicht mehr die Züge sind und man hat noch ein bisschen mehr Platz an der Stelle. Das sind so die Änderungen der aktuellen Generation. Geometrie haben wir bewusst gleich gelassen, weil das Konzept von einer ziemlich steilen Sattelstütze, deutlich über 70 Grad Sitzwinkel, wir eine schöne nach vorne gedrehte Sitzposition haben, wo man viel Druck auf der Pedale hat. Und damit kommt man aus eigener Kraft wunderbar schnell und auch gerne mal mit 30 km/h durch die Stadt, ohne dass man jetzt eine Unterstützung braucht. Aus letztem Jahr vielleicht schon noch bekannt, unser rosa Renncargo. Das ist derselbe Rahmen wie letztes Jahr. Ein paar Anbauteile haben sich geändert. Nämlich ist hier unser Performance-Laufradsatz, den man auch im Online-Shop konfigurieren kann, dran verbaut. Mit den leichten No-Tubes-Felgen und den Messerspeichen und den faltbaren Billy Bonkers-Reifen und den leichten Schläuchen, was massiv das Gewicht drückt. Und mit so dem ganzen anderen Carbon-Krimskrams, den wir da auch letztes Jahr schon verbaut haben, kommen wir jetzt auf 13,97 Kilogramm für unser Renncargo mit dem gewickelten Schlauch. Das heißt, wir haben immer noch ein bisschen Potenzial nach unten und vielleicht ja, mal schauen, was wir nächstes Jahr so an Leichtbaulaster hier vorstellen können. Es fährt sich jedenfalls großartig, es macht Spaß und man vergisst hier wirklich, dass man auf einem Cargo fährt, weil es so leicht ist und sich so schön wendig fährt, dass das durchaus Sinn macht, nicht das Gravelrad mit ganz viel Packtaschen zu nehmen, sondern einfach so was Leichtes mit einer Tasche. Und ich denke, man ist da genauso schnell unterwegs. Und hier haben wir was ganz Neues, unser 2040, was wir dieses Jahr noch auf den Markt bringen werden. Ein Flatbed Cargo mit 800 mm Ladefläche. Das heißt, quasi, das wären jetzt 4 Bierkästen oder 2 queren Bäckerboxen oder einer queren Europalette oder ja, wie man das auch immer umrechnen möchte. 800 mm hat man hier. Und das macht Spaß, falls man diverse Aufbauten haben möchte. Und wenn man sich jetzt fragt, hä, warum bringen wir jetzt noch ein Flatbed Cargo? Das gibt es ja schon so viele auf dem Markt. Wir haben ein BSA-Tretlager verbaut. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, hä, warum BSA-Tretlager, warum nicht irgendein ordentlicher Mittelmotor drin? Es gibt Anwendungsbereiche und dabei schiele ich so ein bisschen auf meine Gewerbelinie. Da ist es manchmal notwendig, dass es ein Bio-Cargo ist und trotzdem was transportieren kann. Deswegen BSA-Tretlager. Und wenn man es elektrifizieren möchte, dann hat man auch wieder hier den Pendix oder den Neo Drives zur Verfügung und kann das Ganze relativ schnell so konfigurieren, ohne dass wir den Rahmen ändern müssen, dass es auch elektrisch ist. Weitere Besonderheit ist, wir gehen mit der Geometrie in eine andere Richtung, nämlich folgen wir da so ein bisschen den Mainstream von einer etwas flacheren Sattelstütze, aber Achtung, nicht so flach, es ist ein 70-Grad-Winkel und der Möglichkeit, etwas aufrechter zu sitzen, indem wir hier so einen Lenker vorschlagen in der Konfiguration. Das Oberrohr an sich bleibt aber relativ lang. Das heißt, wenn ich das große Cargo haben möchte und trotzdem Druck auf die Pedalen bekommen möchte, schiebe ich den Sattel vor, nehme keine gekröpfte Sattelstütze, nehme einen normalen Lenker und habe trotzdem fast so viel Druck wie mit dem 1890 auf den Pedalen und kann zügig von A nach B kommen. Was das Ganze unterstützt, das zügig von A nach B kommen, ist auch das Gewicht. Der Rahmen wiegt nur 3 Kilo mehr als das 1890, ohne dabei irgendwelche Stabilitätssachen zu vernachlässigen. Und wenn ich das hier mal wegräume, sieht man, dass wir hier einen schönen Gitterrohrrahmen haben, der sehr stabil ist, mit einer starken Seilzuglenkung und einem starken Cargo-Ständer, was ja quasi das Ganze zu so einem richtigen Cargo macht. Es wird es mit einer Starrgabel geben. Die Federgabel ist hier im Moment relativ Platzhalter. Es wird auch eine Federgabeloption geben, aber ab Werk, so wenn man nicht zu viele Kreuzchen setzt in der Konfiguration, kommt es mit Starrgabel. Freut euch auf den Herbst, wenn dann die Hochglanzproduktfotos von uns kommen und wir das Ganze mit einem Preisschild behangen an alle anbieten können. Und selbstverständlich gibt es auch wieder nur das Rahmenset für alle die selber was verwenden wollen oder selber ihr Rad aufbauen wollen. Das wird es auch wieder als Rahmenset geben und das Rahmenset wird auch weiterhin ohne viele Extras unter 2.000 € kosten, ein Verbraucherpreis. Jetzt würde ich aber gerne mal die Räder fahren. Das können wir tun. Auf jeden Fall sehr schön großer Lenkeinschlag. Also eine Sache ist klar, das ist ein echter Renner
Das ist ein sportliches, schnittiges Cargo-Bike. Und wie schiebt sich das Fahrrad? Also ich muss sagen, das Schieben gefällt mir sehr gut. So, jetzt gleich fahren wir ins Parkhaus, ne? Muss ich einmal tauschen? Nein. Tillmann, du bist sportlicher und hast das leichte Rad. Du wirst keine Probleme haben, mir zu folgen. Allein dir zu folgen. Okay, wie sagen die in den Fachmagazinen so schön? Direkte Kraftübertragung. Der Rahmen ist steif, hat große Steifigkeitswerte, aber es macht tatsächlich einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann auch ohne weiteres mit jemandem mithalten, der 25 km/h motorunterstützt fährt. Gut, nun ist hier auch nichts drauf, muss man ehrlich sagen, ne? Straffe, leicht schwergängige Lenkung. Das Vorderrad neigt nicht zum Schlingern oder zum Schlackern. Selbst bei abrupten Richtungsänderungen. Und ganz neu hier, einen coolen Seitenständer. Ja, auch neu dieses Jahr. Oh yeah. Ja, der Neo-Drive ist einfach ein Neo-Drive. Der kann seine Herkunft nicht verbergen. Der schiebt richtig sauber an. Und auch komplett geräuschlos. Und gerade in der höchsten Unterstützung, wie jetzt gerade, muss man wirklich sich überhaupt nicht anstrengen. Also dann Unterstützung, wenn man es wirklich braucht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann fährt sich das Rad auch mit dem Motor richtig schnell. Also habe ich jetzt noch quasi 3 Themen, die wir hier am Tisch diskutieren. Ja, dann mal los. Zum einen, wir suchen ja gerade einen Content Creator, der uns unterstützt, solche Videos hier, wie wir dieses hier zu machen. Also, falls ihr Lust habt, mich vor die Kamera zu ziehen und ein bisschen so Fahrrad-Content aus mir rauszuholen, könnt ihr euch bei uns bewerben. Aber ihr müsstet halt auch immer mal bei uns vorbeikommen im tiefsten sächsischen Provinzdörfchen. Dann habe ich noch was. Ich habe hier ein Pinion-Getriebe liegen. Und wir werden ganz oft gefragt, warum gibt es denn immer noch kein Pinion von euch? Und ich hätte gerne einen Pinion-Rahmen und so weiter. Und da möchte ich euch was erklären. Das ist hier ein Pinion-Getriebe. Und das ist die normale Brücke, die Alubrücke, die man bei Pinion mitkaufen kann. Und die hat das Problem, dass die für normale Fahrradrahmen gedacht ist, wo hier hinten die Hinterbaustreben rankommen und hier oben das Unterrohr nach oben zum Lenker geht. Und wenn man jetzt in den Cargo-Bike einbaut und das Hauptrohr quasi horizontal geht, muss man das dann so drehen, dass das Hauptrohr hier hinkommt. Dann kann man hier hinten aber die Kettenstreben und die Hinterbaustrebe nicht mehr anschließen. Da es zumindest bisher nicht wirklich eine Lösung gab, die man irgendwie direkt kaufen konnte, muss man dann als Hersteller auf sowas zurückgreifen, nämlich eine Entwicklung, wie man jetzt so eine 180-Grad-Brücke hat, damit man ein Pinion einschweißen kann. Ja, das wollte ich euch nur zeigen, dass es jedenfalls nicht ganz so einfach ist, das zu integrieren. Und wir arbeiten trotzdem dran. Okay. Ja. Also da wird was kommen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber okay, ja. also da könnte unter Umständen... Also vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, dass es dann demnächst ein 1890 oder ein 1990 mit Pinion geben kann. Ja, sehr spannend. Apropos 1990, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Nee, Da sollte ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Es wird auch im Herbst ein 1990 geben. Das ist ein 1890, was um 10 cm gewachsen ist. Davon gehen 3 cm ins Oberrohr, also für den Fahrer, das ist für größere Leute, das freut dich bestimmt. Und die restlichen 7 cm gehen in die Ladelänge. Ah. Das heißt, wir haben dann 2 Rahmengrößen, aber nicht mit demselben Radstand, wo das größere Modell dann weniger Ladefläche hat, sondern genau andersrum. Das große Cargo für die großen Leute wächst auch ein kleines bisschen mit. Das halten wir für intuitiver, wenn das große Leute ein großes Cargo haben und die kleineren Leute das etwas kleinere Cargo. In der Geometrie wird sich nichts ändern, es wird sich genauso toll fahren. Ja, und sobald das raus ist, kriegt vielleicht der Tillmann mal die Möglichkeit, das Ganze zu fahren. Ja, ich bin gespannt. Das waren jetzt auch tatsächlich 3 Dinge, die du noch erwähnt hast. Ja, genau. Wenn ihr noch Fragen habt jetzt zu Jumentum oder zu all dem, was jetzt noch von Jumentum gezeigt werden wird und was noch im Verlauf des Jahres kommt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, Dann abonniert die Glocke. und drückt euch in den Kommentaren. Vielen Dank, Clemens.